Es ist Sommerzeit und am liebsten sind wir doch mit unseren Kindern zu dieser Jahreszeit draußen. Ob im Garten, im Wald oder auf dem Spielplatz. Draußen ist es doch einfach am schönsten für die Kinder. Und deswegen zeigen wir euch hier 10 kreative Ideen für draußen. Die erste Idee ist ein Schneckengarten. Unsere Kinder lieben es, den Schnecken einen eigenen Garten einzurichten. Allein schon das Suchen nach den Schnecken ist für die Kinder schon ein kleines Abenteuer. Und allein mit dem Einrichten des Gartens sind die Kinder schon immer ziemlich lange beschäftigt. Schnecken fressen ziemlich gerne Gurken, deswegen schneidet Ella hier ein paar Gurken zurecht. Die Handschuhe übrigens kann ich sehr empfehlen, damit können die Kinder sich nämlich selber nicht in die Finger schneiden. Einen Link zu den Handschuhen setze ich euch mal unten in die Infobox rein. Ich finde es wirklich schön zu beobachten, wie vorsichtig die Kinder mit den Schnecken umgehen. Wir lassen die Schnecken übrigens immer einfach am Ende des Tages dort dran sitzen, am nächsten Morgen sind die dann alle weggekrabbelt. Und dann geht die Suche von vorne los nach neuen Haustierschnecken. Die nächste Idee lässt sich wunderbar unterwegs umsetzen. Die Kinder haben einfach nur ein Stück Kreide mitgenommen und für den Rest benutzen sie Naturmaterialien. Und diese findet man eigentlich überall. Hier kann man den Kindern ihre Kreativität freien Lauf lassen. Wenn ihr zum Beispiel nicht gerade unterwegs seid, dann können die Kinder natürlich auch Materialien aus dem Hause benutzen. Hier zum Beispiel einfach so ein Band als Haare. Also ich finde das richtig schön, wie die Kinder hier kreativ werden und ihre eigenen Ideen umsetzen. Die nächste Idee ist super für heiße Sommertage. Habt ihr keinen Rasensprenger? Kein Problem. Nehmt einfach eine alte Pfandflasche, macht ein paar Löcher rein, befestigt diese am Wasserschlauch und Wassermarsch. Die Kinder lieben es. Es ist einfach viel cooler als ein normaler Wassersprenger und mal davon abgesehen, kann hier auch nichts passieren, wenn sie mal drauf fallen. Das kann man zum Beispiel auch ziemlich gut zum Beispiel auf einem Campingplatz umsetzen. Und wo wir gerade beim Camping sind, das ist etwas, was unsere Kinder auch total lieben. Sich einfach ein Zelt zu schnappen und sich das selber im Garten aufzubauen. Ich habe sogar irgendwann selber dieses günstige Pop-up-Zelt hier besorgt, dass die Kinder sich das selbstständig aufbauen können. Auch das werde ich euch mal unten in die Infobox verlinken, das ist nämlich echt super. Sie lieben es einfach, sich es dort drin gemütlich zu machen, schleppen am liebsten ihr ganzes Kinderzimmer in dieses Zelt rein, holen sich Decken, Kissen, Kuscheltiere. Natürlich darf auch ein kleiner Snack für ihr kleines Urlaubsdomizil nicht fehlen. Allgemein würden die Kinder am liebsten den ganzen Tag dann nur noch in diesem Zelt verbringen. Und das ist natürlich auch für uns Eltern toll, wenn die Kinder lange mit etwas beschäftigt sind. Und was mir noch zum Thema Snack einfällt, unsere Kinder pocken total gerne von sämtlichen Obstarten die Kerne raus und vergraben diese im Garten in der Hoffnung, dass dort irgendwann mal ein Obstbaum wächst. Und wenn eure Kinder auch einen kleinen grünen Daumen haben, finde ich es immer ganz schön, wenn man die Kinder einfach machen lässt. Ich habe hier zum Beispiel meinen Kindern einfach ein paar Tomatenpflanzen gekauft, den Kindern nur kurz erklärt, was sie machen müssen und dann einfach mal machen lassen. Wie man sieht, klappt so semi-gut, aber ich habe es einfach hinterher korrigiert. Aber das ist dann auch etwas, womit die Kinder wirklich jeden Tag ein bisschen beschäftigt sind. Sie gucken nämlich wirklich jeden Tag, jeder nach seinen Pflänzchen. Für die nächste Idee braucht ihr einfach nur ein Stück Pappe, dort drauf malt ihr ein Gesicht und macht oben für die Haare ganz viele Löcher rein. Anschließend lasst ihr die Kinder Gänseblümchen und allgemein kleine Blümchen pflücken, die sie so finden, ob im Garten oder unterwegs. Und anschließend können sie diese durch diese Löcher stecken. Das ist natürlich auch eine super Sache für die Feinmotorik. Und ich finde, das Ergebnis ist auch einfach so schön. Übrigens auch eine schöne Idee für unterwegs für einen kleinen Spaziergang. Für die nächste Idee braucht ihr eine Wassermelone und hier haben wir eine ganz große Wassermelonenliebe. Alle unsere Kinder lieben Wassermelone. Die Wassermelone schneiden wir in solche Dreiecke und stechen von unten durch die Schale einmal entweder Spieße oder wenn ihr habt, Eisstiele. Diese könnt ihr dann einfach ins Eisfach legen und nach ein paar Stunden haben eure Kinder ein leckeres, gesundes Eis. Die nächste Idee ist dieses Naturbingo. Dieses könnt ihr euch entweder runterladen und einfach ausdrucken oder einfach selber zeichnen vorher. Auch eine tolle Idee übrigens für Kindergeburtstage. Aber auch der Familienspaziergang durch den Wald wird durch das Naturbingo einfach ein bisschen aufgepeppt. Die nächste Idee ist ein Schiffchen basteln. Das geht immer. Wasserspiele sind bei Kindern sowieso immer sehr gefragt. In dem Fall haben wir einfach eine alte Dose gerecycelt und dort Knete reingemacht. Die Kinder zeichnen hier sich dann einmal so ein Segel. Das Ganze wird dann an einem Eisstiel befestigt, in die Knete reingesteckt und fertig ist das Boot. Und zu guter Letzt gibt es noch einen wirklich wertvollen Hack. Befestigt die Seifenblasen eurer Kinder irgendwo dran. Ich habe die hier an dieser Holzleiter befestigt. So kann diese nicht umkippen und auslaufen, was leider ja doch des Öfteren passiert bei den Kleinen. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, dann lasst mir doch einfach ein Abo da.